Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ihr seid auf der Suche nach einem kleinen Daypack, der eure notwendigsten Habseligkeiten transportieren kann, aber trotzdem in der Lage ist, eine Zuladung von 50 Kilo zu realisieren. Dann schaut heute mal in dieses Video rein. Die Rede ist vom Mystery Ranch Gravely 18. Den haben wir hier heute mit für euch am Start. Ist ein kleiner Daypack. Der Name verrät schon das Volumen. 18, exakt sind es aber 18,9 Liter. Ist als Daypack konzipiert aus der Hunting-Reihe von Mystery Ranch und hat aber als Funktion nochmal zusätzlich die Möglichkeit, ihn auf das Ultralight MT-Frame zu montieren. Wir steigen ein und schauen uns einmal die Spezifikationen des Rucksacks an. Der Gravely 18 ist 43 cm in der Höhe, 27 cm in der Breite und 22 cm in der Tiefe, wiegt leer 800 Gramm. Das heißt, ihr habt hier einen sehr leichten Rucksack, der mit 18 Liter Volumen genau richtig ist, auch vielleicht als Jagdrucksack oder auch für den Outdoor-Bereich, um ein bisschen was zu trinken mitzunehmen, eine Regenjacke, was zu essen, ein paar Werkzeuge und das war's. Beim Material setzt Mystery Ranch hier auf 330 Deco-Dura. Das wirkt von der Festigkeit her wie das 500 Deco-Dura. Da ist kein großer Unterschied festzustellen. Und dann können wir uns auch schon auf die Features konzentrieren. Wir haben hier auf der Front einmal zwei Reihen Molle. Das ist allerdings von der Orientierung her in der vertikalen Orientierung und die Schlaufen sind auch etwas größer. Das heißt, ich kann hier das wunderbar nutzen, um zum Beispiel mit Bungee-Cord zu arbeiten, um eine Jacke nochmal zu fixieren. Im unteren Bereich sind hier auch noch so Hängerloops. Da könnte ich Karabiner einhängen oder auch Werkzeug fixieren. Das gleiche auch für oben. Das ist der Frontaufbau. An den Seiten sind hier jeweils nochmal 4 Führungen vorgesehen. Da kann man mit Kompressionsriemen arbeiten oder man kann hier auch nochmal das als Anhängepunkt für Karabiner nutzen. Die Seiten sind hier mit einem elastischen Treef-Material ausgeführt für Trinkflaschen. Der obere Rand ist hier mit einer Gummilippe versehen. Das heißt, es wird auch immer eng zusammengezogen. Der Rest ist dann etwas weiter. Und hier passt vom Volumen her ohne Probleme eine 1 Liter Nalgene. Und selbst die gute alte US-Kantine bekommt ihr hier ohne Probleme rein. Alles, was kleiner ist, natürlich dann auch. Für ein bisschen Organisation habt ihr hier im oberen Bereich ein Admin-Fach auf der Front. Rechts und links sind jeweils 2 Laschen. Die dienen primär dazu, dass ich hier einen Haltepunkt habe, um den Reißverschluss aufziehen zu können oder schließen zu können. Natürlich kann der auch genutzt werden, um Karabiner einzuhängen. Die Reißverschlüsse sind YKK AquaGuard, also da auch nochmal ein bisschen mehr Wasserdichtigkeit als mit einem regulären Reißverschluss. Das Deckelfach oder das Topfach, das Adminfach, ist ungefähr 15 bis 20 cm tief und bietet keinerlei weitere Unterteilung, also auch keinen Aufhänger für einen Schlüssel oder sowas. Das ist einfach nur ein kleiner Einschub, wo ihr nochmal Gegenstände reinpacken könnt, an die ihr schnell heran müsst. Dann können wir uns auch schon dem Hauptfach widmen. Auch hier hat man wieder die Schlaufen, die Reißverschlüsse oder beziehungsweise die helfen, die Reißverschlüsse zuzumachen, wenn ich mich da festhalte. Und ich habe hier eine Öffnung, die den Rucksack bis zur Hälfte öffnet. Das heißt, hier hat man auch dann nicht die Gefahr, dass Gegenstände, die im unteren Bereich sind, herausfallen. Und dann kommt man in das eigentliche Hauptfach. Das ist nicht weiter unterteilt, also ihr habt keine Innenorganisationstaschen, habt hier aber für alle, die gerne ein bisschen ihr Gear modifizieren, im oberen Bereich hier so ein gummiartiges Cordura auf der Front. Und da könnt ihr ohne Probleme zum Beispiel mit Klettarbeiten da was draufkleben. Oder wer jetzt keine Klebelösung mag, der kann natürlich auch hierher gehen und die Gummierung von vorne benähen. Also man kommt hier sehr gut ran, das kann jeder Schneider machen. Und dann könnte man sich hier zum Beispiel nochmal eine Lage Klett reinnähen, um dann da eine Tasche noch als Admin hineinzupacken. Im hinteren Bereich habt ihr hier oben 2 orangene Tabs, die dienen dafür, um Zubehör einhängen zu können als Hängertasche, um auch nochmal Organisation im Rückenbereich zu bekommen. Und dahinter oder beziehungsweise davor ist dann der Einschub für die Trinkblase. Das ist wie bei Mystery Ranch übrig auch ein sehr dünnes Cordura-Material, oben mit einer Gummiführung, innen gummiert für die Wasserdichtigkeit, damit zumindest ein bisschen Wasserschutz gewährleistet ist für den Inhalt des Hauptfachs.
Und dann habt ihr hier mit einem T-Toggle die Aufhängung für die Trinkblase. Der Ausgang für den Schlauch ist mittig ausgeführt, hat aber hier dann auf der Außenseite so eine schöne Abdeckung. Das heißt, es ist kein Loch, was einfach rausgeht, sondern man kann dann hier seitlich rechts und links den Schlauch herausführen. Das Tragesystem ist extrem minimalistisch. Genauso will man das ja auch haben, wenn man einen kleineren Rucksack hat von 20 Litern oder 19 Liter in dem Fall. 18,9, wenn wir es ganz genau nehmen. Und das ist hier so ausgeführt, dass ihr im Rückenbereich lediglich eine Schaumstoffeinlage habt. Ich ziehe die mal ein kleines Stück raus, dass man die sehen kann. Die ist ungefähr 8 bis 9 mm dick und etwas steifer, also nicht diese typischen weichen, offenporigen Schaumstoffe, die man kennt, sondern das ist ein Schaumstoff, der sich auch gut und gerne als Sitzkissen eignet und sich nicht mit Wasser vollsaugen wird. In dem Bereich, wo dieses Frame-Sheet, nenne ich es jetzt mal, untergebracht ist, habt ihr auch nochmal einen offenen Einschub. Der kann natürlich auch nochmal genutzt werden, hier in der vollen Länge bis unten und in der Breite, um flache Gegenstände einzuschieben, wenn ihr da noch was zum Transport unterbringen wollt. Die Schulterträger gucken wir uns auch natürlich an. Auch die sind nicht gepolstert, sehr flach, also auch wie Schultergurte für einen Notrucksack, aber auch unserer Meinung nach absolut ausreichend für die Größe des Rucksacks. Verfügen hier über Abnähpunkte, dass ich hier an den Gurtband auch nochmal Sachen führen kann und hat dann am Brustgurt, der natürlich auch höhenverstellbar ist hier, habt ihr integriert eine Halterung für den Trinkschlauch auf beiden Seiten. Das heißt, hier könnt ihr einfach mit einer kleinen Sicherungslasche den Trinkschlauch fixieren und dann ist der immer in Position. Ja, die Besonderheit hier an diesem Rucksack ist aber, dass er eine Overload-Funktion besitzt. Das heißt, wenn ihr plant, wie ich es ja am Anfang im Video auch schon gesagt habe, große Mengen oder großes Volumen zu transportieren, 50 Liter plus, dann ist der Rucksack natürlich der falsche. Ja? Aber der Rucksack ist in dem Fall die Ergänzung. Ich kann dann nämlich einfach die Schultergurte unten aushängen. Dazu sind hier diese offenen Hakenschnallen mit Verschluss. Die hake ich einfach einmal unten aus und dann kann ich hier meine Tragegurte schon mal schön verstauen und damit habe ich einen sehr slicken Rucksack. Wäre auch vielleicht als Rucksack fürs Flugzeug gar nicht mal schlecht als Daypack. Dann habt ihr hier einen sehr minimalistischen, leichten Rucksack, der sich so auch perfekt transportieren lässt, ohne dass er sich irgendwo verhakt, weil die Schultergurte hängen bleiben. Jetzt seht ihr aber auch schon, hier sind 6 orangene Laschen verbaut, 4 im Rückenbereich und 2 im oberen Bereich und die sind für die sogenannte Overload-Funktion. Was ihr dafür braucht, ist das Ultralight MT-Frame von Mystery Ranch. Das sieht so aus. Kommt zum Beispiel mit dem Beartooth, den haben wir schon vorgestellt. Könnt ihr euch mal anschauen, da packen wir euch das Video ans Ende dieses Videos zum Anschauen. Und das ist dann quasi das Mutterschiff für den kleinen Daypack. Ich habe das hier jetzt schon mal soweit für euch vorbereitet. Bedeutet, das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Zubehörschnallen, die hier in dem Rucksack mitgeliefert werden. Die sehen so aus. Die habe ich hier schon am Rucksack befestigt. Da ist vielleicht noch zu erwähnen, das macht Mystery Ranch inzwischen sehr geil. Die haben bei den Schnellverschlüssen hier eine Verriegelung. Ja, ihr kennt das ja, wenn man so einen Schnellverschluss hat und in einer gewissen Position rutschen die dann doch immer mal gerne auseinander. Und hier ist durch die Verriegelung ein Stopper eingebaut, der das dann verhindert. Und dadurch kann dieser Verschluss sich dann nicht mehr lösen. Gucken, ob ich die richtige Länge jetzt auch noch habe. Ungefähr. Okay. Ja, um das zu montieren, ist es relativ einfach. Im unteren Bereich vom Gravely 18 habt ihr hier diese Flappe. Die wird jetzt einmal hier am Frame durchgeschoben, dann an den D-Ringen befestigt. Also einmal durchschieben und dann hier oben durchschieben, um das Ganze zu fixieren. Das kann ich jetzt, je nachdem, was ich transportieren möchte mit dem Rucksack, als Ladeschlinge, sage ich mal,
festlegen, wie weit der Abstand gehen soll. Ich habe jetzt geplant, einen Kanister zu transportieren. Das wäre jetzt jagdlich zum Beispiel auch ein Rucksack, wo man dann seine Beute mit transportieren kann, das Fleisch. Und da könnte man das hier relativ nah ranziehen, also dass der Rucksack wirklich unten abschließt, dass es so eine V-förmige Öffnung gibt, damit die Last schön nah am Rücken liegt und nicht so weit nach hinten rausgeht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir haben jetzt einen Kanister, deswegen lasse ich das hier unten mal relativ weit offen. Dann muss ich im nächsten Step natürlich diese 6 Schnallen, die beim Gravely 18 dabei sind, einmal mit dem Frame verbinden, 4 an der Seite und 2 hier mit der höheren Ebene, um dann auch den Zug von oben besser hinzubekommen. Das Frame ist ja hier mit Streben verstrebt, um da dann auch eine Lastenübertragung zu gewährleisten und das Ganze auch gut zu halten. Jetzt kann ich meine Ladung nehmen, in dem Fall wie gesagt ein Kanister, pack die in das Frame und jetzt kann ich den Rucksack nehmen und alles, was ich jetzt tun muss, ist hier diese Hakenschnallen nehmen und hier dran packen, verriegeln und fertig. Das machen wir einmal schnell hier auf der linken Seite. Dasselbe Spiel dann nochmal auf der anderen Seite natürlich. So. Und zum Schluss noch die von oben kommenden Straps. Und damit ist der Kanister hervorragend gesichert und kann dann so transportiert werden. Und ihr habt trotzdem noch euren Rucksack mit den Essentials hier vorne drauf als Piggy-Pack, wie man das so schön bei den Amerikanern sagt. Sehr coole Lösung. Der Gravely 18 von Mystery Ranch ist aktuell verfügbar in Olive, in Foliage Green und Coyote. Hier zu sehen in Coyote. Das sind so die jagdlichen Farben bei Mystery Ranch und das passt dann natürlich auch zu den entsprechenden Rahmen. Die gibt es separat zu kaufen oder wenn ihr halt den Beartooth habt oder andere große Rucksäcke, die mit dem MT-Frame kommen, dann könnt ihr mit dem Daypack euch ein Setup bauen, das ultra leicht ist. Ja, also gerade wenn ich nur mit dem Frame und dem Rucksack unterwegs bin, dann habe ich da eine ultra leicht Lösung. Kann natürlich auch ohne eine Ladung dazwischen zu haben, das Ganze machen. Dann ziehe ich hier einfach die Schnallen ran, damit das schön eng ist. Und dadurch habe ich dann den Rucksack ganz normal am Tragesystem und hätte dann mein Go-To-Setup mit 20 Liter Volumen. Ihr bekommt den Gravely 18 und natürlich auch das MT Ultralight Frame bei Recon Company. Hier unten ist der Link eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Das ideale Setup für Bushcraft als Ultralight oder auch für die Jagd? Wäre das was für euch? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.